Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich eine Gruppe. Ich denke, sie sind 2 Familien. Ganz rechts ist ein Ehepaar, und links ist eine Mutter mit 2 Jungen. Vielleicht sie ist eine alleinerziehende Mutter. Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt ein dunkelblaues Oberteil. Sie machen ein Picknick am See. Die Picknickmatte mit ihren Sachen liegt auf dem Gras. Der Mann hat die Wassermelone in 2 Stücke geschnitten. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose. Die Frau trägt ein lila T-Shirt und Jeansshorts. Die Jungen essen Bananen. Beide tragen den gleichen T-Shirt-Stil. Die Frauen legen ihre Sonnenbrille auf dem Kopf. Das Wetter ist sonnig. Und vielleicht, es ist Sommer, weil die Menschen Sommerkleidung tragen. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. Ich glaube, dass sie im Park sind. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Freizeit und Hobbys. Hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Menschen ihre Freizeit mit ihren Familien oder Freunden verbringen. Es gibt viele Möglichkeiten, in der Freizeit etwas zu machen. Zum Beispiel Kaffee trinken, ins Kino gehen, ein Picknick machen, Grillparty, Fahrrad fahren, Spaziergang im Wald oder im Park und Freunde treffen in der Disco oder in der Kneipe. In unserer Freizeit treffen wir unsere Freunde. Gehen wir shopping in der Stadt. Aber die meiste Zeit, besonders bei kaltem Wetter, schauen wir uns Filme zu Hause an. Es ist genauso wie in meinem Heimatland. Als ich in meinem Heimatland war, habe ich meine Freizeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbracht. Ich spielte mit meiner Nichte oder mit meinem Neffen. Manchmal bin ich mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Manchmal habe ich mit meinen Freunden eine Party gemacht oder Karte gespielt.
Auf dem Bild sehe ich eine Familie. Die Eltern und ihre Tochter machen einen Fahrradausflug. Der Vater trägt ein schwarzes Poloshirt und eine Jeanshose. Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt ein rotes Oberteil und eine Jeanshose. Die Tochter trägt ein ärmelloses weißes Top und eine pinke Hose. Ich denke, es ist am Nachmittag im Sommer, weil die Sonne scheint und alle Sommerkleidung tragen. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. Ich glaube, dass sie im Park sind, oder vielleicht außerhalb der Stadt auf dem Land in einem Dorf. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Meine Kinder fahren auch sehr gern Fahrrad. Ich kann leider nicht so gut Fahrrad fahren, deshalb machen wir keine Fahrradausflüge. Aber wir gehen mindestens 2-mal im Monat zusammen ins Schwimmbad. Das macht auch Spaß. Zeit mit der Familie zu verbringen ist sehr wichtig für mich. Familie sollte Priorität haben. Heutzutage sind viele Menschen mit der Arbeit, den Freunden oder den Hobbys beschäftigt. Ab und zu brauchen wir Urlaub. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Leben zu haben. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten oder lernen, sondern auch das Leben genießen und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. In meinem Heimatland bekommt man viel Besuch von den Verwandten, und man macht viel zusammen mit der ganzen Familie. Das finde ich schön. Ich denke, da haben die Deutschen Glück, weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. Während meiner Zeit hier habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. Wir waren 3 Tage campen am St. Wolfgangsee in Österreich. Wir haben einen 4-Tages-Urlaub auf Mallorca gemacht. Ebenso waren wir auch in Paris für 3 Tage. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild 5 Personen, die gemeinsam kochen. Sie sind 3 Frauen und 2 Männer. Sie befinden sich in der Küche hinter der Kochplatte. Auf der Kochplatte sieht man viele Kochzutaten, die man zum Kochen braucht. Da sind Paprika, eine Salatplatte, einen Topf, eine Pfanne und Nudeln. In der Bildmitte steht eine junge blonde Frau, die in ihrer linken Hand Nudeln Spaghetti hält.
Rechts von ihr steht ein Mann mit einem blauen T-Shirt. Er schaut in die Kamera und lächelt. Links von der Frau sehen wir einen Mann, der gerade Tomaten in die Pfanne tut. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt. Die zweite Frau von rechts macht einen Salat. Sie hat eine kurze braune Haare und trägt eine weiße Bluse. Die letzte Frau von rechts schaut in die Kamera und lächelt. Vielleicht haben Sie dieses Bild als Erinnerung genommen. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Kochen und Partnerschaft. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man seinem Partner bei der Hausarbeiten hilft. Es ist viel schön, wenn man sich Zeit nimmt und mit seinem Partner das Kochen als gemeinsames Hobby teilen. Weil wenn man die Hausarbeiten allein übernimmt, wird man vielleicht mit Zeit überfordert. Hier in Deutschland kochen die Leute auch häufig frische Gerichte. Ich bin 24 Jahre alt und studiere in Stuttgart. Als Student habe ich nie so viel Geld, deshalb koche ich meistens selbst. Nur am Wochenende bestelle ich manchmal mit Freunden zusammen etwas vom Lieferservice. Am liebsten bestellen wir bei Ruckzuck, denn wie der Name schon sagt, geht es wirklich schnell, und es schmeckt auch sehr gut. Mein Lieblingsessen ist Currywurst mit Pommes. Kochen die Männer gerne in ihrem Land? Normalerweise kochen Frauen mehr als Männer. Aber im Restaurant oder im Hotel arbeiten viele Männer als Koch. Normalerweise kochen Frauen mehr als Männer. Aber im Restaurant oder im Hotel arbeiten viele Männer als Koch. Auf dem Bild sieht man einen Mann. Er sitzt auf der Straße neben einem kaputten Auto. Ich denke, der Mann hatte einen Unfall mit seinem Auto. Er scheint starke Schmerzen zu haben. Er legt seine Hand zwischen Fuß und Kopf. Die andere Hand hält seinen verwundeten Fuß. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt und kurze graue Hose. Ich denke, es ist am Nachmittag im Sommer, weil die Sonne scheint und der Mann Sommerkleidung trägt. Das Auto ist vorne ganz kaputt. Man kann damit nicht mehr fahren. Vielleicht ist der Mann zu schnell gefahren, oder er war müde und hat nicht aufgepasst. Ich denke, dass er gleich die Polizei anruft. Das Auto muss in die Werkstatt, und er muss auch seine Versicherung anrufen. Vielleicht hatte er auch einen Unfall mit einem anderen Auto. Dann muss er sich auch um den anderen Fahrer kümmern und fragen, ob er verletzt ist. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Versicherungen.
Versicherungen sind für alle sehr wichtig. Sie dienen zum Schutz vor Schaden. Wenn jemandem etwas Schlimmes passiert ist, muss man dafür Geld ausgeben. Aber wenn man versichert ist, dann übernimmt das Versicherungsunternehmen die Kosten des Schadens. Wenn man eine Versicherung möchte, schließt man einen Vertrag mit dem Versicherungsunternehmen ab. Natürlich kommt es auf die Versicherungspolice an. In der Regel gibt es zwei Arten von Versicherungen: die persönliche Versicherung und die Sachversicherung. Hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Deutschen schätzen Sicherheit so sehr. Deshalb haben die meisten Deutschen die wichtigste Art von Versicherungen, wie zum Beispiel Krankenversicherung, Reiseversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung, Feuerversicherung und Kfz-Versicherung. Leider werden in meinem Heimatland nur die Pflichtversicherungen von den meisten Leuten in Anspruch genommen. Diese sind Kfz-Haftpflichtversicherungen und Sozialversicherungen. Weil das Leben in meinem Heimatland so hart ist, haben die meisten Leute keine Versicherung. Für Arbeitnehmer ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Krankenversicherung seiner Arbeitnehmer zu bezahlen. Der Arbeitgeber zahlt auch einen Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung der Arbeitnehmer. Nur reiche Leute können sich eine Lebensversicherung, Feuerversicherung, Haftpflichtversicherung und so weiter leisten. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild eine Familie, die am Strand spaziert. Es ist heiß, und alle tragen Sommerkleidung und Sonnenbrillen. Die Frau trägt ein blaues T-Shirt und kurze Jeans, und sie trägt auch einen Sommerhut. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt und Shorts und hält ein Handtuch in der Hand. Die ältere Tochter trägt ein rosa T-Shirt und kurze Jeans. Außerdem hält sie ein Handtuch in der Hand. Die jüngere Tochter hat lange dunkle Haare. Sie trägt ein rosa T-Shirt und weiße Shorts. Ich denke, die Ehepartner sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Ich denke, dass die ältere Tochter ist 8 Jahre alt, und die kleine ist 6 Jahre alt.
Alle Familie sind barfuß. Das Wetter ist sehr schön. Es ist hell und die Sonne scheint. Im Hintergrund des Fotos sieht man das Meer. Das Bild zeigt, wie die Familie mit kleinen Kindern am Meer entspannen kann. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Urlaub. Ab und zu brauchen wir Urlaub. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Leben zu haben. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten, sondern auch das Leben genießen und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. Ich denke, da haben die Deutschen Glück, weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. Während meiner Zeit hier habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. Wir waren 3 Tage campen am St. Wolfgangsee in Österreich. Wir haben einen 4-Tagesurlaub auf Mallorca gemacht. Ebenso waren wir auch in Paris für 3 Tage. Ich fahre gern an den Strand, weil das auch ein gutes Urlaubsziel für kleinere Kinder ist. Die Kinder können am Strand spielen, und es ist keine Straße in der Nähe. Die Eltern können auch im Meer schwimmen, und dann haben alle einen schönen Urlaub. Oder? Den Strandurlaub finde ich nicht so gut, weil man dann nur am Strand liegt und sonst nicht viel macht. In meinem Heimatland ist es ein bisschen anders, weil es dort nur wenige Urlaubstage gibt. Der Jahresurlaub in Deutschland ist sehr gut, weil wir in meinem Heimatland nur 15 Urlaubstage pro Jahr haben. In meinem Heimatland kann man nur Urlaub machen, wenn ein Feiertag auf einen Freitag fällt. Auf dem Bild sehe ich eine Familie, die im Supermarkt ist. Die Familie besteht aus 4 Personen: dem Vater, der Mutter und 2 Kindern. Sie befinden sich in einem Seitengang eines Supermarktes. Die Frau sieht glücklich aus, und sie ist gegen 40 Jahre alt. Sie hat lange braune Haare. Sie trägt eine pinke Bluse und schaut mit einem Lächeln in die Kamera. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt, ein weiß-blau gestreiftes Hemd und Jeans. Der Mann hat ein wenig weißes Haar. Vielleicht ist er über 45 Jahre alt. Der Junge trägt ein weißes T-Shirt und ist ungefähr 5 Jahre alt. Die Tochter hat lange dunkelbraune Haare. Sie trägt ein lila T-Shirt und eine Jeanshose. Ich glaube, sie ist 9 Jahre alt. Links, rechts und im Hintergrund stehen viele Regale mit vielen Lebensmitteln. Die Eltern halten sich an einem Einkaufswagen fest, in dem schon einige Lebensmittel liegen. Im Einkaufswagen kann man Banane,
Ananas, Wassermelone, Brot und eine Flasche Saft zu sehen. Die Familie macht auf mich einen sehr glücklichen Eindruck. Es ist schön, wenn man in einer glücklichen Familie lebt. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Einkaufen. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland gibt es Supermärkte. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag: Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel und Klopapier. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. Oft findet er samstags statt. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse und regionale Spezialitäten. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. Es ist fast genauso wie in meinem Heimatland. In meiner Stadt gibt es viele Möglichkeiten, wo man einkaufen kann. Wir haben Supermärkten, Hypermärkten, Einkaufszentren, Marktplätze und privaten Geschäfte. Ich glaube, der einzige Unterschied sind die Öffnungszeiten. In Deutschland sind die Supermärkte von 8 bis 21 Uhr Montag bis Samstag geöffnet. In meinem Heimatland sind die Supermärkte und Einkaufszentren von 9 bis 21 Uhr jeden Tag, auch sonntags geöffnet. Heutzutage kann man im Internet etwas bestellen oder kaufen. Hier in Deutschland haben wir unseren Drucker und Trockner bei Otto gekauft. Ich bezahle beim Einkaufen immer bar. Wenn ich bar zahle, weiß ich immer, wie viel Geld ich noch habe. In Deutschland sind verschiedene Zahlungsmittel üblich. Mit Bargeld können Sie überall bezahlen. Wenn Sie ein Konto bei einer Bank haben, bekommen Sie eine EC-Karte und oft auch eine Kreditkarte. In einigen Supermärkten und Kaufhäusern können Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2: Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild 2 Personen. Sie sind ein Bräutigam und eine Braut. Sie sehen sehr glücklich aus. Die Braut trägt ein wunderschönes weißes Brautkleid und schöne weiße Ohrringe. Der Bräutigam trägt einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. Außerdem trägt er eine blaue Krawatte. An seiner Jacke steckt eine gelbe Rose.
Ich denke, das Brautpaar ist gegen 27 Jahre alt. Der Bräutigam umarmt die Braut und legt seine rechte Hand auf ihren Rücken. Das Brautpaar trägt in der rechten Hand einen goldenen Ehering. Die Braut hat lange braune Haare und trägt einen Ring an der rechten Hand, im gleichen Stil wie die Ohrringe. Der Bräutigam hat braune Haare. Er sieht gut und sportlich aus. Er steckt die rechte Hand in die Tasche. Sie lächeln und vielleicht macht jemanden ein Foto von ihnen. Sie befinden sich in einem Park. Ich denke, sie sind in einer Fotosession, wo der Ort wunderschön und die Natur atemberaubend ist. Ich denke, sie sind am Nachmittag im Sommer, weil es ist hell und die Sonne scheint. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Feste feiern, und das ist eine Hochzeit. Hochzeit ist eine der wichtigsten und glücklichsten Feste in unserem Leben. Die meisten Leute machen zu ihrer Hochzeit eine große Feier. Die Braut trägt oft ein weißes Hochzeitskleid. Viele Paare kaufen Hochzeitsringe. Bei der Hochzeit bekommt der Bräutigam einen Ring von der Frau, und die Frau bekommt einen Ring von dem Mann. Zuerst, wenn sie ledig sind. Bisher habe ich keine Ahnung von dieser Erfahrung, denn ich studiere noch. Die Idee, eine Familie zu gründen, liegt mir noch sehr fern. In meiner Heimat heiraten immer mehr Jugendlichen früh. Auf dem Lande heiraten sie sehr früh. Die Heirat spielt eine wichtige Rolle im Leben des Menschen. Von Vorteil ist, dass man glücklicher sein kann. Mit dem Ehepartner kann man sich die Aufgaben des Lebens aufteilen. Es ist toll, wenn es Harmonie zwischen den Ehepartnern gibt, und dass sie über dieselbe Sachen lachen können. Die Ehe hat aber auch Nachteile. Von denen ist, dass man nicht mehr das frühere Gefühl der Freiheit fühlen kann. Man muss da selbstständiger sein und Verantwortung für seine neue kleine Familie tragen. Man muss für den Unterhalt seiner Familie sorgen und sich mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Meiner Meinung nach sollte man sich erst lange nachdenken, bevor man solchen Beschluss fasst. Es wäre schöner, wenn junge Männer genug Zeit für sich selber und für ihre Freunde haben. Dann bilden sie eine Familie und achten auf die Aufgaben und Verantwortungen des neuen Lebens. Und jetzt, wenn sie schon verheiratet sind. Ich habe in meinem Heimatland geheiratet. Es war eine Gartenhochzeit. Die Vorbereitung auf die Hochzeit war stressig, aber es lohnt sich. Es gab so viele Dinge vorzubereiten, wie die Veranstaltungsort der Hochzeit,
die Musik, Dekorationen, die Einladungskarten, Foto- und Videodienste, Hochzeitstorte, die Eheringe und natürlich unsere Kleidung. Trotzdem war das mein glücklichster Moment in meinem Leben. Die Hochzeit dauerte ungefähr 2 Stunden, und gleich danach hatten wir die Hochzeitsprogramm und die Dinnerparty. Wir haben circa 120 bis 150 Gäste eingeladen. Ich sehe auf dem Bild 4 Personen, 2 Frauen und 2 Männer. Die Männer sind die Kunden, und die Frauen sind die Sachbearbeiterinnen. Der Mann, der sitzt und eine graue Jacke und eine braune Hose trägt, füllt ein Formular aus. Der andere Mann steht und trägt eine blaue Sportjacke und eine Camouflagehose. Er wird von der Frau mit grauem Pullover und braunen Haaren beim Ausfüllen des Formulars unterstützt. Auf der Vorderseite der Rezeption steht Anmeldung, und ein roter Pfeil zeigt nach links. Die andere Frau ist im Hintergrund zu sehen. Sie trägt eine Brille und eine gestreifte weiße Bluse. Vielleicht ist sie eine Assistentin der Frau vorne. Ich glaube, sie sind im Ausländeramt. Ich denke, die Männer sind Ausländer. Und sie möchten entweder angemeldet werden, oder beantragen eine Aufenthaltserlaubnis. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Ämter und Behörden. Ob man seinen Pass bestellen, heiraten oder die Geburt seines Kindes eintragen möchte, in Deutschland geht dies nur auf Amtswegen. Ich gehe zum Finanzamt, weil ich meine Unterlagen abgeben muss. Weil ich Wohngeld beantragen will, gehe ich erstmal zum Bürgerbüro. Wenn man das Auto anmelden oder abmelden will, dann geht man zur Kfz-Stelle. Sobald ich hier in Deutschland angekommen bin, hat meine Frau sofort einen Termin bei der Gemeindeverwaltung in Nörvenich vereinbart. Wir gingen zum Standesamt, um meinen Wohnsitz in Nörvenich anzumelden. Es war einfach und schnell. Sie haben nur eine Kopie meines Reisepasses und meines Visums genommen. Und dann haben sie meine Daten über ihr System eingegeben. Wir sind zur Ausländerbehörde gegangen, um meine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Wir wurden dann gebeten, die Gebühr an den Kasse zu bezahlen, und wir haben einige Dokumente unterschrieben. Meine Aufenthaltserlaubniskarte wurde innerhalb 4 Wochen geliefert. In meiner Heimat ist das etwas anders. Wie zum Beispiel bei der Steueridentifikationsnummer, die erhielt ich, als ich anfing zu arbeiten. Mein erster Arbeitgeber hat sich darum gekümmert.
Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich 4 Personen. Das sind 2 Mädchen und 2 Jungs, die auf dem Boden sitzen. Ich denke, sie sind Freunde. Vielleicht sind sie Schüler oder Azubis und ungefähr 18 Jahre alt. Sie sitzen auf der Straße, weil im Hintergrund Stühle und Tische von einem Café sind. Der Junge auf der rechten Seite hat ein Skateboard. Beide Jungs tragen Sportschuhe, Jeans und Jacken. Die Mädels tragen Schals, Jacken und Jeans. Sie haben Handtaschen, so wie alle Frauen. Jedes Mädchen hat die Schuhe und die Tasche in der gleichen Farbe. Das Mädchen auf der linken Seite hat eine Kappe auf dem Kopf und trägt eine Brille. Sie hat lange braune Haare. Ich denke, es ist Herbst, weil alle warme Kleidung tragen und die Sonne scheint. Die Jugendlichen wollten bestimmt zusammen in die Stadt gehen und Skateboard fahren. Aber sie sind beschäftigt mit ihren Handys. Sie gucken auf das Handy, aber sie schauen sich nicht ins Gesicht. Das ist keine richtige Kommunikation. Jeder macht sein Ding auf dem Handy. Das ist schade. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Ich denke, das Thema ist Handys und Freundschaft. Es gibt hier 2 Themen. Echte Freundschaft ist ein sehr wichtiges Thema. Bei mir ist das so. Ich habe natürlich ein Handy. Aber ich benutze mein Handy, um mit meinen Freunden zu telefonieren. Wenn wir uns treffen, dann sprechen wir miteinander und gucken uns ins Gesicht. Wir lachen zusammen und gehen spazieren. Wir spielen Fußball. Wir gehen einkaufen. Wir fahren Fahrrad. Wir kochen und essen gemeinsam. Wir trinken miteinander und gehen in die Disco. Ich mag meine Freunde mehr als mein Handy. In meiner Heimat war das so. Als Kind hatte ich kein Handy. Ich habe ein Handy bekommen, als ich 14 war. Ich hatte aber immer meine Freunde. Wir haben zusammen gespielt und gelacht. Ich finde echte Kommunikation viel wichtiger als das Schreiben mit dem Handy.
Ich bin der Meinung, dass das Handy viele Vorteile und einige Nachteile hat. Ich wollte Deutsch lernen, aber weil ich auf dem Land lebe, habe ich keinen Deutschlehrer gefunden. Deshalb habe ich im Internet gesurft und konnte einen Deutschlehrer finden, und jetzt habe ich schon Deutsch gelernt. Handys haben jedoch nicht immer Vorteile. Ein Nachteil ist, dass die Menschen, besonders die Jugend, wegen der Anwesenheit von Medientechnik sehr auf ihre Handys. Das beeinträchtigt die soziale Interaktion in Familien und mit Freunden. Es ist ungesund, wenn man die ganze Zeit mit diesen Gadgets spielt. Trotzdem bin ich für den Einsatz von Technologie, Handys und Internet. Aber wir müssen das Limit kennen. Ich kommuniziere mit meiner Familie zu Hause über Skype und Facebook. Ich kommuniziere mit meinen Freunden über Facebook Messenger und WhatsApp. Wir sollten das Handy nur für gute Zwecke verwenden. Auf dem Bild sehe ich 2 Kinder. Die Kinder liegen auf dem Sofa vor dem Fernseher. Ich denke, sie sind im Wohnzimmer zu Hause. Der Junge auf der rechten Seite hat braune Haare und trägt eine rote Jacke. Der Junge auf der linken Seite hat blonde Haare und trägt einen Pullover. Ich vermute, dass die Kinder 3 und 4 Jahre alt sind. Vielleicht sind sie Geschwister. Sie sehen ein Kinderprogramm über Tiere an. Ich kann die Tageszeit nicht bestimmt werden. Aber ich denke, dass es am Nachmittag nach dem Kindergarten ist. Vielleicht ist die Mutter der Kinder in der Küche beschäftigt. Also hat sie den Fernseher für die Kinder eingeschaltet. Der Fernseher steht auf dem Tisch. Und es gibt auch ein hellblaues Kissen auf dem Sofa. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf dem Bild geht es um das Thema Kinder und Medien. Heutzutage und in einigen Ländern spielen die Kinder ab 2 Jahren mit Tablet oder Handys. Aufgrund der modernen Technologie gibt es so viele Möglichkeiten, die Kinder zu unterhalten. In meinem Heimatland spielen heutzutage keine Kinder auf der Straße. Da die Kinder alle mit den Tablet oder Handys beschäftigt sind. Das ist ganz anders, als ich jung war. Als ich ein Kind war, durfte ich nur nach der Schule fernsehen, bis 18 Uhr, und am Wochenende. Außerdem ging ich immer nach draußen, um mit anderen Kindern zu spielen. Ich finde das gut, weil die Kinder besser lernen, wenn sie mit realen Personen spielen, als nur mit virtuellen Charakteren aus Apps auf dem Tablet zu spielen.
Meine Neffen und meine Nichten, im Alter von 3 bis 6 Jahren, wissen schon, wie man Tablet oder Handys benutzt. Meiner Meinung nach sollten die Eltern ihre Kinder kontrollieren, wenn sie Tablet benutzen oder Fernsehen. Die Kinder können mehr von der Natur, von der Umwelt und von anderen Kindern lernen. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich 5 Personen. Das sind 2 Männer und 3 Frauen, die auf dem Markt sind. Eine Frau ist Verkäuferin. Die anderen Personen sind Kunden. Sie kaufen Gemüse ein. Die Verkäuferin trägt eine Jeanshose und eine schwarze Bluse. Sie legt eine Brille auf den Kopf. Im Vordergrund sehe ich verschiedenes Gemüse, zum Beispiel Karotten und Blumenkohl. Außerdem sehe ich auch Kartoffeln, Zitrone und Rhabarber. Im Hintergrund sind Tomaten, Gurken und Salat. Die Personen tragen Kleidung mit kurzen Ärmeln. Deshalb denke ich, dass es Sommer ist. Die Verkäuferin gibt der Kundin einen Bund Schnittlauch. Die Kundin trägt eine graue Hose und ein gestreiftes Hemd. Sie hat kurze braune Haare. Ein Mann möchte einen Salat auswählen. Der andere Mann möchte vielleicht Karotten kaufen. Die ältere Frau im Hintergrund geht an dem Gemüsestand vorbei, weil sie vielleicht etwas anderes sucht. Sie trägt eine weiße Hose und ein hellblaues Hemd. Sie hat kurze blonde Haare. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Einkaufen. Ich kaufe meine Lebensmittel in Deutschland nie auf dem Markt, weil es teuer ist. Auf dem Markt ist das Obst und Gemüse viel teurer als im Supermarkt. Das Brot, der Käse und die Wurst sind auf dem Markt auch teurer. Ich möchte Geld sparen. Deshalb gehe ich zum Aldi oder zum Lidl. Ich denke, man sollte im Supermarkt einkaufen, wenn man Geld sparen will. Aber wenn man genug Geld hat, dann kann man natürlich auch auf dem Wochenmarkt einkaufen. In meiner Heimat war das anders als in Deutschland. Meine Familie und ich haben viel Obst und Gemüse auf dem Markt gekauft, weil es billiger und frischer war als im Supermarkt. Im Supermarkt war alles teurer als auf dem Markt.
Wenn man in meiner Heimat Geld sparen will, dann sollte man das Obst, die Gemüse, Milchprodukte und Gewürze auf dem Markt kaufen. Ich finde, dass es wichtig ist, günstig einzukaufen, wenn man eine Familie und Kinder hat. Auch wenn man alleine ist, aber nicht so viel Geld hat, ist ein Supermarkt genau richtig. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland, gibt es Supermärkte. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag. Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel und Klopapier. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. Oft findet er samstags statt. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse und regionale Spezialitäten. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. Das Einkaufen im Supermarkt hat viele Vorteile. Man hat keine Parkplatzprobleme, denn an jedem Supermarkt findet man einen großen Parkplatz. In den Supermärkten hat man viel Raum, und man kann sich dort sehr gut bewegen. Supermärkte haben ein großes Sortiment, und man findet immer, was man sucht. Im Supermarkt kann man problemlos die Preise vergleichen, die Zutatenlisten lesen, und oft gibt es Sonderangebote. Auf dem Bild steht ein Mann. Er wandert in den Bergen. Der Mann hält 2 Bergstöcke ab, um in den Bergen zu wandern. Er trägt eine beige Hose und ein braunes T-Shirt. Auf seinem Rücken gibt es einen Rucksack. Direkt hinter ihm steht ein Mann, der eine braune Hose und ein rotes T-Shirt trägt. Er hat auch 2 Bergstöcke. Im Hintergrund gibt es viele Wolken und Bergen. Ich glaube, dass es Sommer ist, und wahrscheinlich es 11 Uhr Vormittag ist. Das Bild zeigt, dass das Wetter sehr schön ist, und die Sonne scheint. Man sieht keine Häuser in der Nähe. Ich vermute, dass dieses Bild in Deutschland ist, und der Mann wandert in den Alpen. Es macht auf mich den Eindruck, dass der Mann in der Natur sein möchte. Es sieht aus, dass der Mann schon lange gewandert ist, deshalb sieht er müde aus. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Vielleicht ist er durstig. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Sport und Aktivitäten. Ich treibe Sport gern. Letztes Jahr habe ich mit meinen Freunden in den Alpen gewandert. Mir gefällt Wanderschaft sehr gut. Ich finde das sehr spannend und interessant. Wandern macht Spaß, weil Sie einfach in der freien Natur unterwegs sind.
die Natur genießen können und es eben im Wald sehr schön ist. In Deutschland gibt es viele Wanderwege. Insgesamt ungefähr 200.000 Kilometer. Die Deutschen wandern gerne und geben viel Geld dafür aus. Durchschnittlich 7,4 Milliarden Euro im Jahr. Hauptreiseziel für den Wanderurlaub ist Deutschland. Für ein Hobby in der Natur ist die passende Kleidung sehr wichtig. Bei schlechtem Wetter braucht man eine gute Regenjacke. Wandern ist für mich irrsinnig schön, weil diese Verbundenheit zur Natur stattfindet. Man bewegt sich draußen die ganze Zeit, und man einen Weg selber geht. Man fährt nicht mit dem Auto, man fährt nicht mit dem Radl, wird nicht von Elektronik und Technik unterstützt, sondern man ist ganz bei sich. Wandern ist eine Sportart, die nicht besonders extrem ist, gelenkschonend, und trotzdem verbrennt man viele Kalorien.